Servus Leute, heute wollen wir Abschied nehmen, so offiziell von einem meiner Charaktere im Spiel Shakes and Fidget. Aber das ist nicht EU5, denn auf EU5 gibt es heute am Freitag 18.51 die 4. Rolle auf dem Server. Und das ist was ganz Besonderes, denn auf diesem Server haben die, gerade aus Pay-to-Win-Spieler-Sicht, die Spieler eigentlich bisher nicht so die guten Rollen bekommen. Eigentlich kann man sagen, ist diese Rolle für Free-to-Play-Spieler okay, aber für Pay-to-Win-Spieler überhaupt useless. Dann ist der Robber Baron Ritual auch eine nicht sehr sinnvolle Rune, denn ich sag mal, da muss man wirklich, um das Geld, was man bezahlt für die Rune wieder rauszuhaben, extrem viele Angriffe machen. Marius Beard kam als zweite Rolle, die ist okay. Ja, also für Pay-to-Win-Spieler, aber hat jetzt auch nicht so die hohe Relevanz. Und ich sag's mal so, es gibt ja insgesamt 9 mögliche Rollen. Und von diesen 9 möglichen Rollen sind 5 Rollen auf jeden Fall recht relevant, die alle Spieler gerne haben wollen. Also die nutzen den Free-to-Play und den Pay-to-Win-Spielern halt genauso viel, außer eine, die ganz besonders ist, und zwar die für die Extra Quest oder Extra 20 Alu, Extra Bier quasi. Eine Rolle gibt es noch, die nicht sehr sinnvoll ist, das ist für die Halskette. Und ich würde wirklich extrem lachen und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass auf diesem Server das Necklace jetzt kommt. Heute will die Hexe Gloves haben, Handschuhe. Wenn man das jetzt ein bisschen jinxt, würde es bedeuten, wir kriegen vielleicht die Rolle für die Handschuhe. First Schlag oder Erstschlag-Garantie ist zum Beispiel natürlich eine geile Geschichte. Also es gibt eigentlich nur noch geile Rollen und eine mega schlechte. Und ich würde echt lachen, wenn wir diese mega schlechte kriegen auf EU5, wenn das Spiel einfach sagt, hey Leute, das läuft zu gut auf dem Server. Ja, wir müssen die ein bisschen bremsen. Ne? Wenn wirklich die 5 besten Rollen wirklich alle zum Schluss kämen, das wäre irgendwie ziemlich krass, habe ich so noch nicht erlebt. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, falls das ein Hinweis hier ist mit den Gloves, also wenn die Hexe dann im Prinzip zu genau das bringt, was sie braucht, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich habe es zumindest noch nicht gehört. Dann wäre das auch geil, aber wie gesagt, es gibt nur noch geile und eine schlechte. Aber so Erstschlaggarantie, extra Bier, extra Schaden, ne? Oder einfach nur mehr XP und Gold, why not? Aber das war schon ziemlich heftig auf EU5. Im Übrigen seht ihr ja schon ein paar Steine. Jetzt ist ja auch ein geiles Event. Ja, Summer Sale ja auch, ne? Das ist das erste Paket, was man kaufen kann. Wenn man das kauft, kann man das nächste Paket freischalten. Ich denke, das sind echt ein paar coole Dinger dabei für den einen oder anderen auch Low-Budget-Pilzer. Und ja, kauft es natürlich, wenn es geht, nicht in-game, sondern im Shop. Na, ist ganz klar, damit ihr einfach auch weniger Geld bezahlt. Und auch die Chance auf einen Creator-Code-Nutzung habt. Aber ja, ist euch überlassen. Auf jeden Fall trotzdem geile Geschichte. Und ja, Epic Event. Also es ist ja die Event-Kombination jetzt doch eingetreten. Anders als auf dem Basic Cycle im Shakes and Fidget Discord, sondern auf dem speziellen Google Doc oder Excel Doc Cycle, was auch immer, der immer wieder aktualisiert wird. Und so haben wir jetzt die Chance, auf in so einem Server wie EU5 auch was zu erreichen. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich bin jetzt Level 323, habe also 9 Level gemacht vor dem Epic-Event. Hätte noch die Chance auf 324, dazu muss jetzt aber auf jeden Fall der hier noch fallen. Der Helge oder der Hellische, ne? Wäre natürlich geil, wenn wir das machen. Aber ja, ist jetzt nicht Inhalt dieses Videos, werden wir wahrscheinlich in einem separaten Video demnächst mal vorgehen. Und ich bin gespannt, weil mit dem Level nochmal neue Epic-Waffe, 860 Durchschnittsschaden zum Beispiel, ne? Also können wir locker nochmal mehr kriegen und so. Vielleicht geht dann auch im Licht-Dungeon noch mehr. Vielleicht ist dann nochmal ein kleiner Push drin, aber es wird immer schwerer. Ja, die Schattenwelt war ganz gut, um Level zu kriegen. Das wird immer schwerer, definitiv. Deshalb, ja, Level zu machen. Deshalb ist es auch gut, dass irgendwann eine Dungeon-Pause kommt, Kappa. Aber ich möchte jetzt zu EU5 gehen. War doch schon bei EU5. Ich meine EU4. Auf EU4 bin ich ja damals, ich weiß gar nicht mehr, von einer besseren Gilde oder von einer weiter oben stehenden Gilde zu der Undead Army gejoint. Die Undead Army war damals auf jeden Fall eine Perspektivgilde. Mittlerweile ist die Undead Army eine Top 10 Gilde.
Also die hat sich gemausert, definitiv. Sie ist in der Ehrenhalle Rang 8. Sie hat im Elevator einen Top 10 abgeschnitten und war jetzt nicht so weit weg. Also das ist jetzt nicht nur durch Zufall Glück, sondern die war wirklich verdient da drin. Und als ich gejoint bin, war ich einer der höchsten in der Gilde und mittlerweile sind da einige Spieler auch an mir vorbeigezogen, aber auch der Schnitt der Gilde hat sich deutlich verbessert. Natürlich, ganz klar. Und das finde ich geil. Das ist so gut, dass ich tatsächlich sage, Leute, ich bringe euch gar nicht mehr viel. Ich schaffe es zeitlich nicht, diesen Server zu spielen. Das war ja immer von mir irgendwie auch abzusehen. Ich habe mich ja damals auch von der anderen Gilde aus den gleichen Punkten verabschiedet, aber mittlerweile ist die Gilde einfach so stark, dass ich mit Inaktivität eher glänze. Ja, mein Ziel war es, Hollow Knight 15 auch zu erreichen. Das habe ich letztendlich auch geschafft, aber ich wollte es eigentlich schon viel eher machen. Und ich werde der Gilde jetzt im Prinzip den Platz freigeben für jemanden, der aktiver ist. Denn ich bin hier kein Verlust mehr auf diesem Server. Und ich möchte gerne die Gelegenheit hier nutzen, auch um die Gilde nochmal, wenn auch wahrscheinlich mit keiner großen Auswirkung, aber insofern zu promoten, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf EU4 spielt und nicht so ganz zufrieden seid oder ihr habt vielleicht vor, auf einem Server, der nicht ganz so alt ist, aber auch nicht ganz so schlecht ist, so eine Aufholschau oder irgendwas zu spielen, vielleicht 320 Alu oder sowas, meldet euch vielleicht gerne bei der Undead Army. Der Einsamer, der ist ein richtig nicer Dude, also war sehr, sehr freundlich mir gegenüber. Ich habe mich ja damals beworben und habe gesagt, hey, pass auf, ich kann nicht garantieren, wie lange ich spiele. Ich kann nicht garantieren, wie aktiv ich bin. Und bis zum Elevator habe ich es eigentlich trotz EU5 ganz gut geschafft. Jetzt mit EU6 spätestens ist es aber auch vorbei. Aber es war ja sowieso von mir aus eigentlich geplant, das Ganze mal ad acta zu legen. Und dementsprechend werde ich jetzt im Laufe des Tages auch nochmal eine Message an die Gilde schreiben, so wie es sich gehört. Und das Video eben dazu auch verlinken und hoffen, dass selbst die Spieler, die das jetzt vielleicht gar nicht so wussten, es mir nicht übernehmen. Ich war ja jetzt eigentlich auch die letzten 1,5 Wochen nicht mehr wirklich aktiv, also vermissen tut mich vielleicht auch nicht jemand, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es bringt einfach nichts mehr. Auch der Gilde bringe ich nicht mehr irgendwas wirklich Relevantes. Ja, geil, steht immer noch auf Night 14 drin. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass ich nochmal irgendwo wirklich auch einer kleinen Gilde beitrete, also einer Gilde, die jetzt wirklich im Moment dann auch vielleicht hier so in dem Rangbereich ist. Ich guck mal, vielleicht mache ich es auch nicht. Es wird nicht mehr auf meinem Kanal Bestandteil sein, so eigentlich wie es jetzt auch nach dem Elevator auf EU3 ist. Auf EU3 bin ich ja auch in einer Gilde in dem Rangbereich, aber auch dort war ich gar nicht mehr aktiv. Also ich glaube, dass ich da tatsächlich jetzt auch mal die Sense ziehen werde. Aber speziell für EU4 wollte ich eben auf jeden Fall auch nochmal die Undead Army hervorbringen. Den Einsamer als Gildenleiter hervorbringen. Und hier, genau. Mich auf jeden Fall bedanken, dass sie mich aufgenommen haben. Und es ist, wie es ist. Also mein Tag, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, hat mein Tag einfach 30 Stunden. Und dann hätte ich dann auch nochmal die Zeit, dann auch wirklich jeden Tag mir nochmal eine Stunde, 1,5 mehr auch auf EU4 einfach, die Zeit zu nehmen, den Char weiterzuspielen. Ich fand den Barden prinzipiell auch gar nicht so uninteressant. Auf EU5 gibt es extrem starke Barden, also hätte ich mir gar nicht vorstellen können, weil ich finde die Klasse schon pilzintensiver als jetzt zum Beispiel ein Kundschafter oder ein Dämonenjäger. Ist ja auch so, aber wenn man natürlich da ein bisschen mehr investiert, kann man einen extrem starken Char aufbauen, weil die im PvP nämlich auch ganz schön gut abgehen, wenn sie relativ stark gespielt werden. Und deshalb offiziell sage ich Tschüss zu sollte vielleicht nochmal ein kleines Fläschchen einwerfen. Und offiziell sage ich damit Ciao zu EU4 und freue mich auf das, was kommt, vielleicht auch im nächsten Jahr. Vielleicht sehen wir dann den Einsamer wieder. Also es gibt nicht viele Leute, die derzeit wissen, wovon ich rede. Und ja, ich würde sagen, haut rein, macht das Tschüss und Servus. Wünsche euch darüber hinaus natürlich schönes Wochenende. Ciao.
Mitternacht um halb